Wir sind mitten in der Weihnachtszeit und ich habe das Gefühl, überhaupt nicht bereit dafür zu sein. Vor allem nicht für das Ende von 2023. Ehrlich gesagt habe ich das Gefühl, dass dieses Jahr nicht besonders schnell vergangen ist, sondern eher im Gegenteil. Es kam mir eher langsam vor, als ob 2023 ein sehr langes Jahr gewesen wäre. Ich weiß gar nicht genau, woran das liegt. Vielleicht, weil es insgesamt ein wirklich schönes Jahr war und ich es besonders genossen habe. Ich denke auch darüber nach, zum Jahresende ein kleines Rückblicksvideo zu erstellen, um das Jahr nochmal zusammenzufassen. Ich habe die kalte Jahreszeit bisher sehr genossen. Dieses Jahr konnte ich die Natur im Herbst und jetzt im Winter viel intensiver erleben. Diese kalte Luft am Morgen zu atmen und die Lungen mit frischer Luft zu füllen. Den Tau zu sehen, den Nebel zu beobachten und wie es allmählich heller wird. Ich bin einfach verliebt. Und das gilt auch für die Weihnachtszeit. Normalerweise fange ich schon im Oktober mit Weihnachtsfilmen an und esse Spekulatius oder Lebkuchen. Aber irgendwie habe ich das dieses Jahr total verpasst. Vielleicht ändert sich das ja noch in den nächsten Tagen. Ich dachte, wir könnten heute ein Video machen, um uns ein wenig auf die Weihnachtszeit vorzubereiten. Denn es heißt ja auch so schön, den Liebsten, vor allem jetzt in dieser Jahreszeit, eine kleine Freude zu bereiten. Hey meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Willkommen auf meinem Kanal und Happy zweiten Advent. Ich hoffe, ihr macht euch heute einen ganz, ganz gemütlichen und schönen Tag. Und heute wird das Thema sein, passend dazu, dass ich euch ein paar Geschenkideen zeige, die wirklich sehr persönlich sind, sehr vom Herzen und einfach mal eine andere Idee von Geschenken, weil ich bin kein Freund von irgendwie materiellen Geschenken, sondern was Selbstgemachtes, was vom Herzen kommt, und dafür braucht man doch nicht mal irgendwie groß viel Geld und viele Sachen. Ich habe Geschenke ausgesucht bzw. Ideen, die für jeden, glaube ich, passend sind, denn zum Beispiel einmal für den Freund, für die beste Freundin, für Mama und für Papa. Also es ist auf jeden Fall für etwas dabei, obwohl ich finde, viele Geschenke kann man auch irgendwie umswitchen. Also das, was man dem Partner schenkt, also das, was ich ausgesucht habe, kann man auch der besten Freundin schenken. Und ja, ich freue mich ganz doll auf dieses Video. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß und lasst uns loslegen. Wir fangen mit der ersten Geschenkidee an und das ist etwas für den Partner. Und zwar eine sogenannte Memory Box. Ihr braucht dafür Trockenblumen, einen durchsichtigen Bilderrahmen, schönes Papier und am besten Polaroid-Fotos, aber es können natürlich auch normale Fotos sein. Ich habe das jetzt mal anhand von meinen Bildern demonstriert. Denkt euch dort euer Partner hin oder eure beste Freundin oder wen auch immer ihr beschenken wollt. Mir ist da echt aufgefallen, ich muss echt viel öfter meine Polaroid-Kamera rausholen. Und nachdem ich die Fotos gemacht habe, habe ich einen kleinen Text geschrieben. In meinem Fall ein Self-Love-Text. Bei euch natürlich eine kleine Nachricht für eure Liebsten. Und dann, weil ich das irgendwie ästhetisch cool fand, habe ich den Brief noch etwas mit einem Feuerzeug an den Seiten angekokelt. Passt dort aber bitte auf. Ich finde, ja, das gab irgendwie noch so einen gewissen extra Vintage-Vibe. Und zum Schluss habe ich dann alles in den Bilderrahmen platziert mit noch einer kleinen Schnur, sodass es so aussieht, als wären diese Fotos an einer kleinen Schnur drin gehängt. Den Text platzieren und zum Schluss an der Seite noch ein paar Trockenblumen. Und ich liebe das Ergebnis. Ich finde, es ist so schön, so persönlich und würde ich dies selbst bekommen, hätte ich mich unfassbar darüber gefreut. Eine zweite tolle Idee für deinen Partner und dir ist eine sogenannte Date Idea Jar. Dies ist wirklich super simpel, da ihr nur einen Behälter braucht und kleine Papierschnipsel. Und dann kannst du kreativ werden und ganz viele coole Date-Ideen aufschreiben, die du unbedingt mal mit deinem Partner machen würdest. Von 3-Gänge-Menü kochen, Blind-Booking-Reise, sich gegenseitig massieren und. Ich finde, das ist echt eine super schöne Idee, um das nächste Jahr nicht nur diese Standardsachen zu machen, sondern vielleicht auch ein paar Sachen, die ihr überhaupt noch nicht gemacht habt.
Die nächste Geschenkidee ist für die beste Freundin, nämlich ein Journalbook zu personalisieren. Ihr braucht dafür ein leeres Journalbook, Karten, Fotos von euch, Trockenblumen, verschiedene Stifte und Fotokleber. Ich glaube, diese Geschenkidee ist mein persönlicher Favorit. Ich weiß, dass meine beste Freundin es liebt zu journalen und daher habe ich ihr nächstes Tagebuch ein wenig personalisiert. Hier ist wirklich deiner Kreativität keine Grenzen gesetzt. Du kannst Bilder reinkleben und kleine Sprüche drumherum schreiben. Beispielsweise, was du an ihr besonders liebst. Du kannst ihr kleine Aufgaben geben, wie zum Beispiel, heute sollst du einen Brief an dein Zukunfts-Ich oder an dein jüngeres Ich schreiben. Du kannst ihr kleine Motivationstexte schreiben, ihr Challenges mitgeben, wie zum Beispiel, mach deine Mama heute besonders glücklich oder ruf sie an. Ich habe hier mal ein paar Seiten gezeigt, dies habe ich dann auch noch etwas ausgeschmückt und ich liebe es. Und ich hoffe ganz, ganz doll, dass meine liebe Anna sich ganz doll darüber freut. Als nächstes sind unsere lieben Eltern dran. Für Mama habe ich eine ganz süße Idee gehabt, und zwar so ein kleines Büchlein zu erstellen. Für dieses Buch braucht ihr solche kleinen Zettelchen, die ihr natürlich auch ganz einfach selbst machen könnt, solche Kartenringe, ein paar Fotos und einen Stift. Und jetzt könnt ihr alles reinschreiben, was ihr an eurer Mutter so sehr liebt. Dieses könnt ihr natürlich auch wieder umswitchen, zum Beispiel für eure beste Freundin oder euren Partner. Aber ich glaube, meine Mama würde sich sehr darüber freuen. Und irgendwie wurde ich sehr emotional beim Aufschreiben, mich in die Energie von meiner Mama und mir reinzubegeben. Es war echt voll schön. Und wenn du das hier siehst, Mama, ich hab dich so lieb und schön, dass du mal da bist. Wenn ihr fertig seid, müsst ihr die Karten nur noch lochen. Ich habe übrigens immer abwechselnd braune und weiße Karten genommen. Fand ich, sah irgendwie ein bisschen schöner aus. Und zum Schluss dann noch zusammenheften und tada! Euer kleines Büchlein ist fertig und eure Mama wird sich ganz, ganz sicher doll darüber freuen. Als nächstes kommt eine Geschenkidee für Papa. Und zwar einen personalisierten Bilderrahmen. Hierfür braucht ihr einen etwas dickeren Bilderrahmen, Fotos, Papier, Schere oder Cutter und Stifte. Als erstes habe ich mir das Papier vom Bilderrahmen rausgenommen und mit einem bunten Papier umrandet und ausgeschnitten. Und dann habe ich das Wort Papa in Großbuchstaben raufgeschrieben. Mit Lineal. Ich habe das Pi mal Daumen gemacht. Daher ist es nicht ganz symmetrisch geworden. Aber egal, es ist selbst gemacht. Und dann habe ich als erstes mit einer Schere versucht, die Buchstaben auszuschneiden. Und das war so schwer und knifflig und hat überhaupt nicht funktioniert. Und später fiel mir dann ein, ich glaube, es wäre wohl besser, das mit einem Cutter zu machen. Und das hat dann auch mega geklappt. Aber bitte seid vorsichtig. Mit einem Cutter zu arbeiten ist echt nicht ohne. Holt euch definitiv eine Unterlage und wenn nicht sogar Handschuhe, da man sich wirklich schnell schneiden kann. Mit dem Cutter konnte ich ganz einfach die Buchstaben ausstechen und dann habe ich mir meine Bilder genommen und die hinter den Buchstaben geklebt. Und ich finde, das sieht so unfassbar süß aus. Und zum Schluss habe ich noch eine schöne Definition von Papa drunter geschrieben. Die habe ich aus dem Internet. Hier könnt ihr natürlich aber auch eine persönliche Nachricht reinschreiben. Und zum Schluss dann noch alles in den Bilderrahmen packen und fertig. Mein Papa hat ein eigenes Büro und ich glaube, da könnte dieser Bilderrahmen echt einen schönen Platz bekommen. Als nächstes kommen noch 2 Geschenkideen für die Familie. Beispielsweise für deine Tante, Onkel, Oma, Opa. Die Geschenkideen passen einfach zu jedem. Und zwar der Kalender. Ihr braucht dafür einen Kalender, Fotos und Fotosticker und natürlich könnt ihr dies noch erweitern mit Trockenblumen, selbstgemachten Karten, Washi-Tape und so weiter. Und dann könnt ihr starten und eure Bilder reinkleben. Ich liebe das und das ist irgendwie eine richtige Tradition in unserer Familie, so einen Kalender jedes Jahr unseren Großeltern zu schenken. Die freuen sich immer total darüber und ich finde, das ist eine schöne Erinnerung und Geschenk. Später sah dann mein Kalender so aus und ich finde, der ist echt voll schön geworden. Besonders mit den zusätzlichen Sprüchen und Erinnerungen. Und als letztes kommt die selbstgemachte Karte. Ich glaube, das ist so mein Top 2 Favorit der Geschenkideen. Wie oft verschenken wir Karten und sie werden nur kurz angesehen und vielleicht danach sogar weggeschmissen? Ich sag's euch, bei diesen Karten wird es niemand tun. Und zwar
Ja, weil sie selbst gemacht sind. Es ist so viel schöner, kreativer und nachhaltiger. Ihr braucht nur Fotokarton und in meinem Fall habe ich Acrylfarbe benutzt. Ihr könnt aber natürlich auch Filzstifte beispielsweise nehmen. Ich habe mich für ein Tannenbaummotiv entschieden und ich habe gleich mehrere für meine Familie gemacht mit einem Weihnachtsbaum, Weihnachtskugel mit einer Schneelandschaft. Ich finde, sie sind so schön geworden und ich habe mir ein Versprechen gemacht. Ich kaufe nie wieder Grußkarten, denn schaut euch das Ergebnis an. Das ist noch nicht mal in 5 Minuten gemacht und du hast eine so viel schönere Karte als die gekaufte. Und zum Schluss habe ich noch ein paar andere Ideen, die ihr schon auf meinem Kanal finden könnt. Ich verlinke gerne mal unter meinem Video, also in der Description, ein paar coole DIYs, wie zum Beispiel Stabkerzen mit Trockenblumen oder Wachs selbst machen. Vor allem werde ich Mama solche Kerzen dieses Jahr schenken. Oder mit Ton etwas gestalten, wie zum Beispiel dieser einfache Räucherstäbchenhalter oder diese Schale. Ein selbstgemachtes Kissen für eure Oma beispielsweise. Eine selbstgemachte Leinwand mit Strukturpaste für eure beste Freundin. Oder vielleicht ein paar selbstgemachte Zimtschnecken oder Cookies für eure ganze Familie. Ich bin fertig und ich bin echt richtig, richtig happy. Vielleicht konnte ich euch ein wenig inspirieren und vielleicht ein bisschen helfen bei eurer Geschenkeauswahl für dieses Jahr Weihnachten. Wenn ihr irgendwas nachmacht, schickt mir gerne eure Fotos auf Instagram zu. Und jetzt würde ich sagen, habt eine ganz, ganz, ganz tolle Weihnachtszeit. Ich drücke euch, ich sende euch Liebe. Bis zum nächsten Mal. Bis auf bald. Fenja. Mua.